Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied. Wir sind jetzt neu in 2019 und wir sind in ein ganz neuer Abschnitt. Kapitel 5, Vers 2 fangen wir an bis 17. Verändernde Liebe oder Liebe, die uns umgestaltet. Und das ist wirklich eine Umgestaltung. Und wir haben gesehen, dass es ein neuer Ruf ist, ein neuer Anklopfen auf ihr Herz. Öffne mir. Und Jesus erscheint als der Mann des Schmerzens und mit Leiden bekannt. Und er sagt, öffne mir, meine Schwester, denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Und ich habe gesagt, dies jetzt fängt an, ein kurzer Abschnitt, was man nennt die dunkle Nacht der Seele. Nachdem diese Seele so siegreich, fruchtbar, erfolgreich, und das ist bestimmt für 10, 15, 20 Jahre, und jetzt auf einmal kommt ein neuer Ruf und er ruft sie. Und wir werden sehen, dass dieser Ruf endet, wo die Türen in die ganze Welt öffnen für sie. Aber es ist wirklich durch ein Tour der Verlust, besonders von deinem Ruf, dein guter Ruf, ein Verlust, wo du wirklich Jesus in seinem wirklichen Weg der Ablehnung und Verfolgung, wo er falsch verurteilt wurde, Falsches wurde über ihn gesprochen, Verleumdung. Es kommt wirklich eine Zeit, und ich muss das sagen, ich bin jetzt 45 Jahre, kann man sagen, in der Dienst des Herrn oder im Missionsfeld, und ich bin hier eine lange Zeit. Und irgendwie, Leute kommen nicht wirklich ohne diese Gemeinschaft der Leiden des Christus hervor. Und es ist so wichtig, dass wir wissen den Weg durch. Dass wir nicht wirklich in diese Phasen uns an Jesus ärgern oder Anstoß nehmen, wie er mit uns geht. Vielleicht antwortet er etwas nicht. Vielleicht kommt wirklich eine große Krise, eine falsche Beurteilung, Verleumdung von engsten Freunden, tiefe Demütigung. Und das ist wirklich harte Prüfungen, verlassen zu sein von guten Freunden und wirklich manchmal dein Geist ist überwältigt mit Trauer. Ich spreche nicht von Depression, ich spreche auch nicht von Leiden oder Süchtigung wegen unserer Sünden. Ich spreche einfach von einer tiefen Gemeinschaft auf dem Weg mit Jesus für ein reifer Christ. Viele sagen, dass wenn man so ungefähr 50 Jahre alt ist oder zwischen 50 und 55, sowas kann geschehen. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Zerbrochene Gefäße. Und diese Frau hat gesagt, es kommt sehr oft für Gläubigen, die wirklich weiter mit Gott gegangen sind, in diese 50, 55 bis 60, wer weiß, in der Zeit, eine tiefe Zerbruchzeit, eine tiefe Ablehnungszeit von anderen Gläubigen oder ein Streit mit anderen Gläubigen, die Dinge auseinanderbringen. Aber dies ist nur, damit wir befreit sein und in eine ganz neue Anfang für das Rest unseres Lebens, für diese 100-fache Frucht hervorzubringen. Und ich muss sagen, ich habe das in meinem eigenen Leben genauso wirklich erlebt, als ich fast 50 war. Wirklich eine Krise, die sehr, sehr schmerzhaft war, die sehr hart war und die mein ganzes Leben von der Punkt an total verändert hat auf eine andere, erstmal in eine tiefere Tal und dann Schritt für Schritt dieses Leben in einen ganz neuen Weg wieder aufzubauen. Aber heute kann ich sagen, das war so gut, es war notwendig, es hat so viel Gutes hervorgebracht und ich bin überzeugt, dass Gott kann alles zum Guten zusammenwirken, kann alles erlösen, alles segnen, aber es ist ein Weg dadurch, dass man nicht wirklich
sich ärgert über Gott. So, jetzt haben wir gesehen, dass die Gegenwart Gottes war nicht mehr sichtbar auf ihr Leben. Er war weitergegangen, sie ist in eine Dunkelheit gegangen und nicht nur das, wir lesen in Vers 7, es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen, und das war geistliche Verantwortliche, sie schlugen mich, verwundeten mich, die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Überwurf weg. So, sie wurde nicht nur von Gott ziemlich ohne seine Gegenwart, aber sie wurde auch von Menschen, auch geistliche Menschen, die Verantwortung für sie hat oder Menschen, die Verantwortung in das Reich Gottes hatte. Sie haben nicht verstanden ihr Weg. Sie haben nicht verstanden diese schwere Zeit. Sie haben nicht verstanden, ähnlich wie die Tröster von Hiobs. Sie wollten Hiob trösten. Aber anstatt ihn zu trösten, sie haben gesagt, du musst gesündigt haben, Hiob, dass alles so schlecht geht in dein Leben. Was hast du getan? Gott züchtigt nur und straft nur die Sünder. Und dann haben sie anstatt ihn getröstet, sie haben wirklich ihn entblößt und angeklagt und angegriffen, weil sie könnten nicht verstehen, wie ein Mann, der so erhört und gesegnet war, plötzlich in so eine dunkle Tal landet. Und so, diese Wächter auf den Mauern, sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen meinen Überwurf weg. Sie nahmen sie wirklich, vielleicht war sie aus dem Dienst gesetzt für eine Zeit oder irgendwas. Ja, es war eine sehr schmerzvolle Verleumdung, Ablehnung, Kampf gegen diese wirklich gesegnete Brautseele, die liebte Gott und hat wirklich nichts getan. Hier möchte ich sagen, es gibt Menschen in der Bibel, fast viele, die durch solche Sachen gehen. Es ist, wie gesagt, da musst du überzeugt, es ist immer eine Vorbereitung, eine Umgestaltung, eine Befreiung von bestimmter, vielleicht geistlicher Stolz, von bestimmter, es muss kein Grund sein, dass Gott einfach dich in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm bringt. Hier möchte ich etwas lesen, zum Beispiel von Hiob. Hiob war ein gerechter Mann. Das hat Gott zweimal proklamiert. Hiob war gerecht. Da war nichts Falsches in Hiob. Gott hat gepraut über ihn. Er war so wirklich gottesfürchtig, aber der Feind hat Erlaubnis, ihn zu testen. Denk dran, das war vielleicht eine 9-monatige Phase. Danach hat Hiob eine neue Offenbarung von Gott. Er hat gesagt, ich hatte vorher nur von Hörensagen genommen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und Gott hat ihn das Doppelte zurückerstattet. Und alle seine Freunde kamen zurück. Und diese 3 Tröster, die ihn angeklagt haben, mussten zu Hiob kommen. Weil Gott hat zu denen 3-mal gesagt, ihr habt nicht die Wahrheit über mir gesprochen, wie mein Knecht Hiob. Die haben wirklich Hiob falsch angeklagt und nicht gemäß Gottes Wahrheit geholfen. Und Gott hat gesagt, jetzt musst du gehen zu Hiob und er wird für euch beten und Fürbitte tun. Und so Hiob hat für seine Freunde Fürbitte getan, er hat sie vergeben und dadurch wurde sein eigenes Gefängnis gewendet und er wurde dann freigesetzt in die doppelte Erstattung von Gott. Aber es war eine Zeit, in dieser Zeit, wo Hiob in Kapitel 19 gesagt hat, meine Ehre hat er mir ausgezogen und weggenommen die Krone meines Hauptes. Meine Brüder hat er von mir entfernt und meine Bekannten sind mir ganz entfremdet. Meine Verwandten bleiben aus, meine Vertrauten haben mich vergessen.
Die Schutzbefohlene meines Hauses und meine Mägde halten mich für eine Fremden. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gewendet und so weiter. Hiob ist wirklich in eine tiefe Nacht gegangen. Ja, aber wie er selber sagt, und jetzt möchte ich das auch lesen, Hiob Kapitel 23, Hiob hat gesagt in dieser Zeit, siehe, ich gehe nach vorn, so ist er nicht da. Nach hinten, so bemerke ich ihn nicht. Nach links sein Tun, schaue ich nicht. Biege ich ab nach rechts, so sehe ich ihn nicht. Hiob könnte ihn auch nicht finden, auch nicht verstehen. Aber dann hat er kühn proklamiert, vielleicht weiß ich nicht, wo er ist, aber er weiß genau, wo ich bin. Und Hiob hat gesagt, denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfe er mich, wie Gold ginge ich hervor. Und das ist genau die Sache. Auch wie Petrus sagt über diese Feuerprobe. Petrus hat auch eine Feuerprobe. Jesus hat gesagt, Simon, Simon, der Teufel hat gefragt, dich zu sichten wie den Weizen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und das ist die Sache. Wir gehen durch. Wir glauben, er kennt den Weg, den ich gehe. Wir glauben, er prüfe mich. Wir kommen hervor wie Gold, die so kostbar ist vor Gott. Und wir werden in dieser Zeit gegründet, gefestigt. Das ist wie Petrus seinen Namen wirklich bekam. Petrus Fels, Stein, weil er wurde in diese Feuerprobe, wie er sagt auch, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, und ich muss sagen, wenn du in sowas bist, es ist nötig, dass etwas, was Gott in dir verändern möchte, durchleuchten möchte und auch dir zeigen, dass was du so sehr sagst, Gott, du bist mir mein Alles. Ich lebe nur für dich. Vielleicht kommt man zu dem Platz, wo das stimmt. Das ist alles, was du noch hast. Aber du wirst im Feuer geleuchtet und du kommst hervor wie pur Gold. So, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, und dieses Wort Versuchungen bedeutet Erprobung, Echtheit, Prüfungsmittel, betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, die durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt noch seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seele. So, hier, das ist, ich liebe das, durch diese Sachen, was ist geprüft? Den ihr liebt, deine Liebe für den, die du jetzt nicht siehst, den du glaubst, obwohl du ihn jetzt nicht siehst. Und den du auch in dieser Zeit mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude jubelst. Ja, ich möchte auch sagen, als ich in dieser Krisenzeit war, ich habe ganz lange das alles mit Gott, Gott, ich kann das nicht verstehen, Gott, ich kann nicht sehen, wie das gut ist, Gott, ich kann wirklich, ja, ich wusste nicht wirklich auch, was geschehen ist, was ist das, wo bin ich? Und Gott, dann kam zu das Ende und ich habe gesagt, Gott, ich kann jetzt nicht sehen, dass dies gut ist, ich kann nicht verstehen, dass es gut ist, aber eins weiß ich, du bist gut. Und ich stelle mein Vertrauen auf dich. Und ich weiß, entweder in ein paar Jahren, ich schaue zurück und sehe, das war
die gute Sachen, die du hervorgebracht hast. Oder wenn ich in der Himmel einmal komme, dann sehe ich das, was du alles in dieser Zeit gemacht hast. Aber jetzt entscheiden wir, ich will dir vertrauen, ich will weiter mit dir gehen, ich will dich lieben und glauben. Auch wenn es scheint, dass ich so viel Verlust erlebt habe, so viel verloren habe, dann will ich dir einfach vertrauen, du bist gut. Das war ein Wendepunkt für mich, als ich sagte, Gott, ich kann es nicht verstehen, aber ich vertraue, du bist gut. Und es wird zum Guten wirken. Und ganz ehrlich, nach 1-2 Jahren könnte ich schon sehen, wie viel Gutes, wie ein neuer Anfang, wie ich freigesetzt war von so viel, wie ich so viel Barmherzigkeit für andere Leute in ihren Schmerzen hatten, wie ich so viele neue Lektionen gelernt habe, wie ich wirklich von einer alten Verblendungen in mein Leben befreit wurde, wie wirklich irgendwie wie ein Mauer um mein Herz abgesprungen ist und wie das geschehen ist, wie das Lied sagt, dass aus Zerbrochenheit Gott Geschichte schreibt. Ja, Hiob ist durchgekommen, Jesus ist durch diese dunkle Stunde gegangen, in seiner Auferstehung, der größte Sieg aller Zeiten. Wenn alles am dunkelsten scheinte, war das eine Umdrehung und die Gefangenschaft war wirklich gedreht. Sogar König David, nachdem er lange Zeit König war, hatte diese Ablehnung von seinem eigenen Sohn. Und der Sohn hat die Herzen von Israel gestohlen gegen seinen Vater und gegen seinen Vater eine große Verrat. Und einige von Davids treuesten Freunde sind mit seinem Sohn gegangen. Und er musste aus der Stadt mit Weinen und wirklich weglaufen, damit die ganze Stadt nicht wirklich in einen Zivilkrieg ausgebrochen hat. Aber Gott hat auch für David das wieder gedreht und er ist zurückgekommen wirklich in eine andere Stufe. Ja, wenn wir durchs Feuer gehen und Wasser, da können wir wissen, fürchten wir uns nicht. Ich werde mich nicht fürchten, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Ich möchte noch einmal erinnern, Zuflucht und Stärke. Kauft das, kauft 10, gib sie zu Freunden, gib sie zu Leuten, sie sind voller Trost, ermutigen, Worte für schwierige Zeiten, damit man wirklich versteht, wie man anderen vergibt, wie man wirklich durchkommt in diese Phasen und wie man herauskommt, wirklich, wo das Tisch vorbereitet ist und du in ein neues, unbegrenztes, weites Land hervorkommst.